Wenn du dieses Video gerade anschaust, dann bist du wahrscheinlich über den Begriff granulierende Aquarellfarben oder granulierende Farben gestolpert und hast dich gefragt, was ist das? In diesem Video erkläre ich, was es mit dem Begriff auf sich hat, was das für Farben sind und warum die so schön sind. Viel Spaß beim Zuschauen! Das hier sind die granulierenden Farben, die ich dir heute vorstellen werde. Und zwar sind das 6 verschiedene Farben. Da sind sie in den kleinen halben Näpfchen von der Marke Van Gogh. Es gibt granulierende Farben von ganz vielen verschiedenen Herstellern. Van Gogh hat 6 verschiedene und die zeige ich jetzt. Falls du das erste Mal so ein kleines halbes Näpfchen in der Hand hast und dir unsicher bist, ist das granulierend, was ist das für eine Farbe, schau einfach mal hier oben auf die Nummer, da ist ein kleines G dahinter und dieses G steht für granulierend. Van Gogh hat ansonsten darauf verzichtet, die als granulierende Farben zu bezeichnen, da wackelt gleich die Kamera, und hat die stattdessen Dämmerungsfarben genannt, also Dusk, Dusk Yellow, Dämmerungsgelb, und insgesamt gibt es 4 Farben, die Dämmerungsfarben sind und 2 weitere, die auch granulierend sind. Die kann man auch bei Van Gogh in diesem kleinen, in dieser Farbkarte nachschauen. Leider ist da ein kleiner Mini-Fehler, naja, Mini nicht unbedingt, Fehler passiert. Das sind alle granulierenden Farben, zu erkennen eben mit dem G dahinter. Und die Farbe Ivory Black hat kein G dahinter, ist tatsächlich auch keine granulierende Farbe. Stattdessen müsste dort die Farbe Davy Grau sein. Da seht ihr auch das kleine G. Also 6 Farben sind es von Van Gogh, damit ihr wisst, was wir hier für Farben haben. Und ich zeige euch jetzt auf meinem Echtbütten Aquarellpapier von Hahnemühle, was die Farben Schönes können. Der Begriff granulierend beschreibt einen ganz besonderen Effekt, und zwar einen Effekt, den die Pigmente in diesen Farben erzeugen. Bei normaler Aquarellfarbe verteilen sich nämlich die Farbpigmente schön sanft, im besten Fall über dem Papier. Bei granulierenden Farben ist es so, dass die Farben kleine Gruppen bilden. Ich habe irgendwann mal gesagt, die bilden kleine Gangs und schließen sich zusammen. Sieht man hier auch sehr schön, wie nach und nach die Pigmente sich absetzen, wie in so kleinen Rillen, so ein bisschen wie bei Ebbe und Flut, wenn bei Ebbe das Meer, das Wasser zurückweicht und dann entstehen so kleine Rillen. Genauso ist es bei den granulierenden Farben. Ist also ganz, ganz easy. Tatsächlich sind es einfach nur kleine Gruppen von Pigmenten, die sich zusammenschließen und dadurch entsteht so ein schöner, flockiger, schöner, strukturierter Effekt. Ich zeige euch hier natürlich noch alle weiteren Farben der Van Gogh granulierenden Farben und die sind eben ganz, ganz besonders schön. Das hier ist die Farbe Dämmerungsgrün und man hat so ein bisschen das Gefühl, die Pigmente, die tanzen fast auf dem Papier. Die kann man sogar so ein bisschen hin und her schubsen, dass die sich noch ein bisschen mehr verteilen. Und man muss wirklich abwarten, also wirklich die Farbe trocknen lassen. Erst zum Ende hin, wenn die Farbe trocken ist, sieht man dann, wie die Pigmente sich verteilt haben. Das ist tatsächlich auch schon das Geheimnis von granulierenden Farben. Es sind Pigmente, die sich zu kleinen Gruppierungen zusammenschließen und somit so einen schönen, manche sagen körnigen Effekt erzeugen. So sehen die Farben dann im getrockneten Zustand aus. Also wirklich unbedingt warten bei granulierenden Farben. Erst zum Schluss, wenn es trocken ist, kommen die Farben, vor allem hier bei dem Dusk Pink, da kommt so ein richtiger Pinkton noch raus, wenn das Ganze getrocknet ist. Zum Schluss gibt es noch einen Tipp von mir und die Frage nach dem Papier, die kommt auf jeden Fall immer auf. Wir werden hier übrigens gerade wunderschön von der Sonne angestrahlt. Ich kann euch nur empfehlen, bei den granulierenden Farben mit schönem, strukturiertem Papier zu arbeiten. Ich habe hier, habt ihr vielleicht auch schon gelesen, auf so Testpapier von Hahnemühle, und zwar ist das Echtbütten Aquarellpapier. Es hat eine wunderschöne Struktur und das Echtbüttenpapier und die granulierenden Farben, It's Love, ist einfach eine wunderschöne Kombination.
Grundsätzlich geht es auf jedem Aquarellpapier, aber das wäre so mein Tipp. Echtbödenpapier von Hahnemühle plus granulierende Farben. Die mögen sich sehr gerne. Ansonsten zum Abschluss, weil die Frage auch immer mal wieder kommt, ob man normale Farben und granulierende Farben mischen kann. Klar, kann man machen, darf man alles machen. Was aber passiert ist, dass der granulierende Effekt immer weniger wird. Also die Pigmente bewegen sich schon noch so ein bisschen hin und her und bilden kleine Grüppchen, aber eben nicht mehr so stark. Das also zu den granulierenden Farben. Ich hoffe, du weißt jetzt Bescheid und es hat Spaß gemacht zuzuschauen.